Der Meta XR Simulator für die Meta Quest Brillen. Was ist das überhaupt? Brauche ich das? Und welche Vorteile bringt mir dieser? All diese Fragen und noch dazu, wie man diesen installiert und wie man seine eigenen Räume per JSON-Format importieren kann, werde ich euch jetzt für die Unreal 5 Engine und die Meta Quest 3 Brille beantworten. Hi, ich bin Christoph von Access2Anima und wir starten am besten erstmal damit, was der XR-Simulator überhaupt so macht. Naja, ganz einfach zusammengefasst, ihr testet damit, eure Unreal-Apps ohne eure Quest 3 dazu zu benutzen. Der große Vorteil liegt dabei auf der Hand. Ihr müsst eure Brille nicht immer wieder auf- und absetzen und darauf warten, dass die Daten auf diese hochgeladen sind. Es vereinfacht einfach ungemein eure Programmentwicklung. Wie ich den Meta XR Simulator installiere. Ihr ladet euch die neueste Version von der Website herunter, den Link packe ich euch unten in die Beschreibung und entpackt diese in einen beliebigen Ordner. Dann startet ihr eure Unreal 5 Szene. Geht dort in Project Settings und dort unter Meta XR könnt ihr dem JSON-File des Meta XR Simulators einen Pfad zuweisen. Jetzt aktiviert ihr noch den Simulator oben in der Leiste und darunter unter Synthetic Environment Server zum Beispiel den Game Room. Hier sollte sich jetzt ein Fenster mit einer Raumansicht öffnen. Wenn ihr nun eure VR-Preview startet, öffnen sich zwei weitere Fenster. Einmal eure Preview des aktuellen Unreal-Levels und einmal der Meta XR-Simulator. Wie der XR-Simulator funktioniert. Jedes dieser Fenster kann euch andere Informationen vermitteln. Habt ihr zum Beispiel eine Kamera in eurer Szene, könnt ihr im Serverbild den aktuellen Standort und ihre Ausrichtung sehen. Während die anderen beiden Ansichten euch zum Beispiel einen Eindruck vom aktuellen Bild geben, das ihr durch eure Quest sehen würdet, oder aber auch eben Informationen, die ihr nicht sehen würdet. Aber schauen wir uns erst einmal das Fenster vom Meta XR Simulator an. Was kann ich damit machen? Gehen wir hier einmal die wichtigsten Punkte auf der linken Seite durch. Device Setup. Hier könnt ihr eure zu simulierende Brille auswählen. Bei IPD den Abstand zwischen euren Pupillen wählen und die zu simulierende Bildwiederholungsrate der Quest auswählen. Input Simulation. Hier könnt ihr eure momentanen Positionen, Geschwindigkeiten und Orientierungen eurer Meta Quest 3 und der Controller ermitteln, sowie den Status der Buttons. Also werden diese gerade gedrückt oder eben nicht. Dazu passend springen wir jetzt erst einmal kurz zu Input Bindings. Hier könnt ihr euch über die Tastatur und Mausbelegung für die Headset-Simulation und der Controller informieren. Neben Keyboard und Maus könnt ihr hier auch ein Gamepad für die Bewegung benutzen. Graphic Details. Hier können wir die verschiedenen Layer durchschauen und ausprobieren und sehen dann hier auch den Unterschied zwischen den Pass-Through- und Projection-Ebenen. Record und Replay. Hier könnt ihr eure Interaktion und Bewegungen aufzeichnen und auch wieder abspielen lassen. Settings. Hier könnt ihr euch einen neuen Raum im JSON-Format hereinladen und mit Hand-Tracking experimentieren. Auf beides gehe ich gleich aber nochmal näher ein. Dazu gehört auch dann der Punkt Data Forwarding. Und ganz unten links könnt ihr schließlich noch auswählen, welche Kameraansicht gezeigt werden soll. Ihr könnt bei der Meta XR Simulation zwischen 3 vorgegebenen Räumen wählen, in denen ihr euer Level ausprobieren könnt. Den Game Room kennt ihr ja schon, es gibt hier dann noch den Living Room und den Bedroom. Dieses ist halt besonders für Mixed Reality und im Pass-Through sinnvoll, um die Wirkung in einer Umgebung zu sehen. Jetzt denken einige von euch vielleicht, ja, ist ja schön und gut, aber ich möchte gerne meine Szenen in meiner eigenen Umgebung testen. Ihr könnt eure in der Meta Quest 3 gescannten Räume einfach abspeichern, als JSON-File auf euren PC laden und diese dann im XR-Simulator benutzen. Dazu müsst ihr nur in euer Verzeichnis vom Meta XR-Simulator gehen und dort im Unterordner Data Recorders die Scene Data Recorder APK-Datei installieren. Dieses geht zum Beispiel recht einfach mit SideQuest. Wenn ihr dann die App in eurer Brille startet, habt ihr nach kurzer Zeit den Raum gespeichert und müsst diesen jetzt nur noch auf euren PC kopieren. Die Befehle dazu packe ich euch unten in die Beschreibung. Hier müsst ihr dann allerdings noch den Pfad in euren gewünschten Pfad austauschen.
Nun könnt ihr unter Settings die Datei hereinladen und habt euren eigenen Raum zum Austesten im Simulator. Kommen wir zum Handtracking. Dieses ist kein echtes Handtracking, sondern ihr benötigt dafür eure Quest 3 Controller und könnt diese dann für den XR-Simulator benutzen. Dafür müsst ihr wieder in den Meta XR Simulator Ordner gehen und dort im Verzeichnis Data Forwarding Server die dort enthaltene APK auf die Brille laden, zum Beispiel wieder durch SideQuest. Diese dann dort starten und laufen lassen. Nun könnt ihr eure Brille so vor euch legen, dass diese zu euch zeigt, um eure Quest 3 Controller tracken zu können. Ein Problem ist ja, dass die Quest 3 in den Standby-Modus wechselt, sobald ihr diese nicht mehr auf dem Kopf habt. Dieses könnt ihr beheben, indem ihr im Device Manager des Meta Quest Developer Hubs, eine Software, die auch bei der Entwicklung von Apps nicht fehlen sollte, diesen Sensor auf Enabled stellt. Damit bleibt dieser dann für eine bestimmte Zeitdauer angeschaltet. Nun könnt ihr im Meta XR Simulator die Controller mit der Brille verbinden, kalibrieren und dann auch schon benutzen. Ich finde diese Funktion eine tolle Sache, allerdings wollte sie bei mir noch nicht wirklich gut funktionieren. So, und das sollte es auch schon gewesen sein. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.